Wenn du noch immer auf der Suche bist nach der passenden Trauminsel für deinen Thailandurlaub und wissen willst, ob Koh Nai das Richtige für dich ist, dann schau dir diese neueste Folge meines Thailand-Reise-Vlogs an. Und wir starten die heutige Vlog-Folge mit einer Speedboot-Überfahrt von Koh Lantau nach Koh Nai. Gebucht hatte ich das in meinem Resort für 500 Baht und die Überfahrt sollte nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauern. Und wo buchst du deine Reisetransfere? Online-Plattform, im Hotel oder direkt im Reisebüro? Das Speedboot fuhr allerdings nur bis zum Hauptpier auf Koh Nai. Danach ging es weiter mit einem Longtailboot direkt an dem Strand des Resorts. Angekommen. Wunderbar, hier mit dem Longtailboot gerade. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und gebe einen Daumen nach oben für dieses Video. Und nach dem Check-in zeige ich euch erstmal mein Zimmer hier. Paradiesischer Ausblick hier auf Koh Nai. Paradiesisches Cottage hier. Ganz süß. Ist irgendwie aus Holz, aber doch auch mit Aircondition. Ich benutze aber lieber den Fan hier. Bin nicht so ein mega Fan von Aircondition, ehrlich gesagt. Und der Luft, die dann damit doch relativ trocken ist. Hab hier vorhin ein Workout gemacht. Man hat mir eine Yoga-Matratze zur Verfügung gestellt. Matratze ist das Stichwort. Bett ist eigentlich nur eine richtig fette Matratze hier. Und meinen ganzen Scheiß da wieder hingeschmissen. Mir graut es jetzt schon, nach 3 Nächten hier wieder alles zusammenpacken zu müssen. Diesmal auch für den Flug dann. Ja, wenn es in den Norden geht. Und das ist mein wunderbares Badezimmer. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ich habe hier nicht nur einen mega großen Spiegel, hallo, sondern auch eine schöne Dusche. Und die Dusche ist hier das Gegenteil von einer Regenwalddusche. Ist eine Flussdusche scheinbar. Guck mal. Schon geil, oder? Also für besonders groß, bin hier auch angestoßen, ist auch schon ein bisschen locker, aber trotzdem ganz geil. Und ich finde so ein perfekter Mix aus so ein bisschen urig, ne, mit diesem Holz, aber trotzdem modern. Also es gibt hier eine Klimaanlage, wer es braucht. Und hier auch die Möglichkeit, sich hinzusetzen auf diesen Dingern und draußen auch nochmal. Da kann ich sogar ein bisschen Videoschnitt machen, denke ich. Ich will mich jetzt aber erstmal anziehen, denn ich will mal los. Eigentlich raus aus dem Resort nochmal. Hier ist das Essen relativ teuer. Soll auch sehr gut sein, aber in die Richtung gibt es nochmal ein Restaurant, was eher so ein bisschen günstiger mir schien. Und ich brauche eine Menge, wie ihr wisst. Also, auf geht's. Ach, richtig schön hier. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand auch bekommen heute, obwohl ich mich gut eingecremt habe. Mein Resort ist da hinten. Und das ist nicht ganz billig, aber ich habe gedacht, ich gehe jetzt mal hier an einen anderen Ort, wo ich essen kann auch. Das ist 200 Meter, 300 Meter von meinem Resort entfernt. Mehr ein lokales Restaurant. Ich bin derzeit noch der Einzige hier, aber hat super Bewertungen und sieht lecker aus und ist deutlich günstiger nochmal. Hier kann ich auch meine 3-4 Gerichte nehmen, die ich sonst auch immer bestelle. Und bin hier trotzdem direkt am Wasser. Ist ein bisschen bedeckt, aber Überfahrt war trotzdem ganz gut heute, sind nicht nass geworden, obwohl ich extra noch einen riesen Ocean Pack für meinen Rucksack gekauft habe, dass ich meinen Rucksack da drin verstauen kann, weil da ja auch mein Laptop drin ist. Weil es hieß bei den Hinweisen zur Anreise, dass es durchaus nass werden könnte und dass man halt so eine Drybags sich für die wichtigsten elektronischen Sachen besorgen soll. Denn wie ihr seht hier, das ist der Strand und hier sind wir auch angekommen mit so einem Longtailboot und da kann man halt nur bedingt ranfahren. Es gibt hier kein Pier so richtig, also es gab einen Pier, einen großen, aber zum Resort, vom Pier zum Resort mit dem Taxi-Longtailboot, richtig cool. Also Koh
Nai gefällt mir richtig gut bisher. Ich habe ehrlich gedacht, es ist ein bisschen paradiesischer, im Sinne von ein bisschen leerer noch. Also hier sind auch einige Leute. Es ist natürlich nicht so voll wie in Ao Nang oder wie in Phuket, aber Lanta gab es ähnliche Strände, die ähnlich leer waren. Aber ich bin mal gespannt morgen tagsüber, wie es da ist. Erstmal genieße ich hier das Essen und kriege jetzt einen Watermelon Shake. Fresh Coconut gab es leider nicht. Das dann aber morgen wieder im Resort auch für... Thank you, Kopkun Krab. Thank you very much. Also, lasst uns anstoßen. Sehr lecker. Ohne Zucker, sage ich auch immer. Süß genug. Ja, und da haben wir wieder die kleine Auswahl an Speisen hier. 2 richtig große Gerichte mit lecker Tofu und es kommt hoffentlich auch noch ein Papayasalat dazu. Naja, ist ja nur abends, deshalb muss es auch ein bisschen mehr sein. Nach dem Essen noch den wunderbaren Vollmond am Meer und im Hotel genossen. Sachen gepackt und auf geht's. Ihr seht, meine Strandtasche ist schon wieder ganz schön voll. Naja, liegt ja daran, dass ich einfach eine Menge brauche. Ne? Also, ich habe ein Badetuch mit, ich habe Sonnencreme mit, ich habe einen lustigen Hut mit, falls die Sonne zu viel wird. Naja, und dann habe ich natürlich die GoPro noch eingepackt, meine Drohne und naja, egal. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier das Resort verlassen und dann gehe ich am Strand lang, dort wo ich jetzt gerade bin. Und man kann, glaube ich, 3 Kilometer ist der Strand lang. Und am Ende gibt es auch die Möglichkeit, sich schön massieren zu lassen. Das will ich auf jeden Fall heute machen. Und auch sehen, wo ich die Drohne mal steigen lassen kann, um einen Überblick zu bekommen über die gesamte Insel, die ehrlich gesagt nach meinem Empfinden nach gar nicht mehr so der Mega-Geheimtipp ist, weil ich habe allein jetzt schon mit 3 Leuten gesprochen, die hier waren und im gleichen Resort. Aber schön ist trotzdem. Und wenn man jetzt hier so den Strand lang geht, dann sieht man auch, es ist nicht mega voll. Also ich könnte mich jetzt hier überall hinpacken und hätte meine Ruhe. Nur die Zikaden sind relativ laut. Aber das werde ich vielleicht später mal ansprechen im Resort, dass sie da was gegen machen. Spaß beiseite. Ja, also ihr seht, hier sind immer noch ein paar Leute. Das Publikum ist ganz ähnlich wie auf Koh Lanta. Sehr, sehr viele französisch sprechende Menschen hier. Aber Koh Lanta ist ja auch nicht weit entfernt. Also wir sind ja gestern, glaube ich, ungefähr eine halbe bis 3/4 Stunde unterwegs gewesen mit dem Speedboot. Hat trotzdem ewig gedauert, weil wir einfach mal schon viel später losgekommen sind, weil das Anschlussboot gefehlt hat. Da hinten ist ja der Pier, an dem wir angekommen sind. Und von dem Pier ging es dann mit dem Longtailboot nochmal zum Resort vor. Ich hatte mir extra noch da so wasserfesten Rucksack gekauft, den hier übrigens, weil ich meinen Laptop, also die Ausrüstung schützen wollte, aber es ist doch alles nicht so nass geworden. Ich glaube, mein großer Gepäckrucksack, der ist ein bisschen nass geworden, weil das ja vorne liegt dann auch und dann war schon ordentlich Wellengang und das war aber kein Problem, der ist ja auch wasserabweisend. Ich weiß aber, dass ich für meine Abreise, wenn ich nach Trang fahren werde, das ist der Küstenort, hier vor der Insel, sage ich jetzt mal, dann werde ich auf jeden Fall so ein regenfestes Ding rummachen um meinen großen Rucksack auch, denn für den Abreisetag ist richtig, richtig regnerisches Wetter angesagt. Also nicht mal so ein bisschen, sondern richtig viel. Da habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass das Boot überhaupt fahren kann. Aber letztendlich ist es so, ich habe jetzt mit Puffer geplant, weil mein Flug dann in den Norden von Thailand, der geht erst einen Tag später. Ich könnte also notfalls auch noch am Morgen des darauffolgenden Tages losfahren. Aber ich würde schon ganz gerne auch nochmal in Trang abends unterwegs sein. Vielleicht da mal auf den Markt gehen, wenn es da sowas gibt. War da noch nie zum Beispiel, ja. Aber wenn ihr schon mal da wart, dann schreibt doch mal, wie euch Trang gefallen hat. Oder auch hier Koh Nai, wenn ihr da schon mal wart, wie euch das gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und auch, ob ihr im Coco Resort auch wart. Wo jetzt irgendwie, keine Ahnung, scheinbar alle waren, die ich kenne und die sich mit mir unterhalten haben und hier schon auf Koh Nai waren. Hier ist übrigens das Restaurant, wo ich abends war. Ganz nett, sehr schön. Und ich war ja erst alleine.
Aber nachdem ich dann da eingecheckt hatte, war es auf einmal voll. Also da war dann kein Platz mehr frei. Aber so ist es ja ganz oft. So ein Platz ist ganz leer und dann kommt erste Person und dann ist kein Halten mehr. Gibt ja auch nicht viele Alternativen, muss man dazu sagen. Und die Bewertungen des Restaurants sind auch wirklich richtig gut. Ach, und hier sehe ich schon den ersten Massageplatz, gar nicht weit von meinem Resort entfernt. Mal schauen gleich, was das kostet. Thai-Massage, 60 Minuten, 300 Baht. Das ist nicht schlecht. Ich habe allerdings die Empfehlung bekommen, die Thai-Massage ganz am Ende des Strandes zu machen. Die sollen richtig gut sein da, die Damen, habe ich gehört. Und es gibt halt auch keine Brancheneinträge. Vielleicht ist das hier ganz neu. Ich werde mal hinten gucken, ob da die Empfehlung, die ich bekommen habe, vielen Dank dafür, ob ich da tatsächlich jemanden antreffen werde. Ja, was kann man denn auf dieser wunderbaren Insel machen? Das allererste, allerwichtigste und allerbeste hier ist, steht auch so in den Guidelines des Resorts drin, einfach mal abschalten. Ne? WLAN abschalten, Handy abschalten, alles abschalten und einfach mal ein bisschen am Strand rumliegen, rumlümmeln in der Hängematte und entspannen. Wer das aber nicht ewig kann, also mir geht es beispielsweise so, dass ich nach 3 Tagen dann irgendwie da die Krise kriege und mich auch wieder bewegen muss, der kann sich beispielsweise einen Kajak ausleihen. Der kann sich hier so eine, da siehst du, hast du sogar hier Kajak, ne? Dann kannst du dir so eine Schwimmringe ausleihen, in denen du dich reinlegen kannst und einfach hier treiben lassen kannst. Man kann wandern gehen. Es gibt so einen Hiking-Trail, sollte man allerdings auch nicht alleine machen und nur mit festem Schuhwerk. Also für mich heute nicht so das Richtige, aber vielleicht schaffe ich das die Tage nochmal. Und dann kann man natürlich auch Ausflüge zu anderen Inseln machen. Wobei das, muss ich ganz ehrlich sagen, das würde ich mir hier verkneifen. Das würde ich eher machen, wenn ich an so einem touristischen Ort bin, wie Phuket, Lanta, Krabi oder so. Dann kann man weg aus diesem Trubel, weil das hier ist ja tatsächlich eine dieser Inseln, die angesteuert wird. Von daher würde ich das jetzt vielleicht mal lassen. Ja, was kann man noch machen? Ich glaube, schnorcheln kann man ganz gut. Da gibt es auch Schnorchelausrichtungen bei mir im Resort beispielsweise auszuborgen, wahrscheinlich hier auch überall anders am Strand. Das ist schon mal eine ganze Menge, was man machen kann, aber auf jeden Fall, und das habe ich mir auch vorgenommen, abschalten. Einfach mal die Kamera abschalten. Wenn man jetzt aber sieht, was hier für eine Ebbe gerade ist, ja, um 15 Uhr, also 20 nach 3, dann weiß man auch, wie weit draußen die Boote bleiben müssen, die hier nachmittags vielleicht noch Hotelgäste herbringen. Und wie weit man dann durchs Wasser noch muss und über die Felsen rübergehen muss, ja. Also, wenn man hier nachmittags anreist oder allgemein zur Low Tide, dann sollte man vielleicht bedenken, dass die Boote nicht mehr bis vorkommen und es ganz schön steinig hier ist und vielleicht schon solche Schuhe anziehen. Ich
kann mir nämlich vorstellen, dass wenn man hier dann reinspringt ins Wasser ganz unbedacht, dass man dann ganz schnell offene Füße hat. Ich habe mich jetzt abgekühlt. Ich will heute mal eine andere Massage ausprobieren. Da drüben war ja auch noch eine. Es ist nämlich wieder Zeit, mir was zu gönnen. Am letzten Ende, hier riecht es ordentlich nach Alge, bin ich jetzt zum letzten Massagesalon der Insel gekommen. Habe ich als Empfehlung bekommen. Kostet hier auch ein bisschen mehr als woanders, aber soll besonders gut sein. Ich frage mal gleich, ob sie noch Kapazitäten haben. Auch wenn Koh Nai kein wirklicher Geheimtipp mehr ist, so hat mir der 2,5 Kilometer lange Sandstrand wirklich gut gefallen. Aber nicht nur Badenixen, sondern auch Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Zahlreiche Echsen und Vögel sind zu beobachten. Aber leider stehe ich wie vor jeder Weiterreise vor einem quasi unlösbaren Problem. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es, nur einen viel zu kleinen Rucksack mit all diesen Dingen, die hier rumliegen, mit allem vollzupacken. Nee, stimmt nicht. Ist nicht alles. Hier ist noch mehr. Klasse. Super. Wie soll denn das funktionieren? Es regnet und wir haben ganz schön Wellengang. 50 Minuten mit dem Longtailboot zum Pier. Das wird ein Spaß. Und trotz des Wetters bin ich gut in Trang angekommen. Wie es da weitergeht, seht ihr in der nächsten Vlog-Folge. Bis dahin klickt gerne den Daumen nach oben und schreibt mir einen netten Kommentar.